Die Frauen aus Manamela tanzen vor Freude. Für sie ist heute ein besonderer Tag. Neue Öfen zum Kochen werden geliefert. Im Dorf hatten sie vor einigen Monaten dafür abgestimmt. Heute nun werden diese übergeben. Jede der rund 50 Frauen bekommt ein eigenes Paket. Ich bin sehr glücklich. Ich kann jetzt endlich etwas Tolles für meine Familie kochen. Für die Frauen in Lesotho ist das 5-teilige Kochset mit Guss- und Edelstahltöpfen und einer Warmhaltebox eine Lebensversicherung. Für die Zubereitung von Maisporridge, dem Leibgericht der Basotho, brauchen die Frauen jetzt weniger Zeit als früher. Sie müssen weniger Holz sammeln oder kaufen und sie können durch die geringe Rauchentwicklung sogar in ihren Hütten kochen. Wir müssen nicht mehr so früh aufstehen. Wenn die Kinder zur Schule gegangen sind, kümmern wir uns um das Essen. Der neue Ofen braucht weniger Holz. Das Essen ist schneller heiß. Und wir haben jetzt noch mehr Zeit für andere Dinge im Haushalt. Was nach Entwicklungshilfe aussieht, ist in Wahrheit ein Klimaschutzprojekt für eines der schönsten, aber auch ärmsten Länder der Welt. Auf dem Human Development Index steht Lesotho auf Platz 158. Das Land ist gezeichnet von Abholzung, Bodenerosion und sich verändernden Klimaverhältnissen. Aus diesem Grund hat Deutsche Post DHL sich entschlossen, hier ein erstes eigenes und langfristig ausgelegtes Klimaschutzprojekt aufzubauen. Damit werden CO2-Zertifikate generiert und gleichzeitig das Leben der Menschen vor Ort verbessert. Das globale Logistikunternehmen hat mit Michael Hoeneß einen Projektverantwortlichen direkt vor Ort. Der gebürtige Schwabe kennt Lesotho gut. Hoeneß lebt seit 21 Jahren in Lesotho, das etwa so groß wie ein Zehntel von Deutschland ist. Die erste Idee kam 2008, als ich den Kocher kennengelernt hatte und wusste, das ist die Lösung für Lesotho. Der Kontakt mit dem Hersteller und Atmosphäre kam zustande. Dann kam der Kontakt zu DHL zustande und die Projektidee wurde für Lesotho mit DHL in 2009 zusammengefasst. 2010 wurde der erste Container losgeschickt, 2011 haben wir dann den ersten ausgeliefert und jetzt sind wir bei knapp 8000. Das Geheimnis des Kochers, der den Namen Safe 80 trägt, liegt in der geringen Menge Holz, die er zum Brennen benötigt. Rund 80% spart eine Familie gegenüber der traditionellen Kochmethode auf offener Feuerstelle bei der Zubereitung von Essen ein. Das reduziert entsprechend die CO2-Emissionen. Gleichzeitig wird die flächendeckende Abholzung des Landes eingedämmt und die weitere Erosion der Landschaft und so das Ausschwemmen der Böden verhindert. Schon heute leidet Lesotho unter den Folgen des Klimawandels. Der Klimawandel macht sich bei uns stark bemerkbar. Unsere Landwirtschaft ist in den vergangenen 50 Jahren sehr zurückgegangen. Unsere Rohstoffe sind nahezu aufgebraucht. Wir haben kaum noch Tiere oder Pflanzen, wie wir sie mal vor Jahren hatten. Der Kampf gegen den Klimawandel ist auch für Michael Hoeneß mühsam. Das Projektgebiet umfasst hunderte Quadratkilometer. Die einzelnen Dörfer liegen zum Teil in unwegsamem Gelände. Knapp 100 Kochersets fertigen Michael Hoeneß und sein 12-köpfiges Team pro Woche in 2 umgebauten Containern. Den Rest der Zeit widmet er dem aufwendigen Monitoring des Projekts, welches langfristig ausgerichtet ist und sich an höchsten internationalen ökologischen Standards orientiert. Die Anzahl der Öfen ist wichtig, dann die Einsparung jedes einzelnen Ofens ist wichtig und es wird jährlich geprüft. Und der TÜV ist derjenige, der quasi zertifiziert. Und die Richtlinien einzuhalten sind vorgegeben von dem Prozess. Und wir müssen halt schauen, dass wir keinen Fehler machen. Und weil jeder Fehler wird abgezogen später von den Zertifikaten. Die Vereinten Nationen und der Goldstandard haben das Klimaschutzprojekt bestätigt. Die ersten zertifizierten CO2-Minderungen sind bereits seit Mitte 2013 ausgegeben. Mit 10.000 Kochern im Einsatz sollen dann ab 2014 jährlich über 20.000 Tonnen CO2 eingespart werden, die Deutsche Post DHL dann für seinen CO2-neutralen Go Green Service nutzen kann.